Und damit willkommen zurück zu The Great Ace Attorney Chronicles Adventure Abteilung. Ja, liebe Leute. Ich war wieder sogar eine Frage zu beantworten, in der Hinsicht was already, also muss ja schon quasi was. Ich glaube nicht, dass er die Notiz vom Verbrennen quasi wirklich genommen hätte, weil das merkt man, wenn man verbrannt wird in der Hinsicht. Ich denke mal, das ist das letzte. Oh, ich will nicht mal nennenswert übersetzt mit der Pause. Wo ich da jetzt halt quasi nennenswert, es hat, nicht aufgenommen habe in der Hinsicht, aber hey, Details. No man could remain silent while his wrist was burning on a pimping hot plate for 3 whole seconds. That's clearly impossible apart from in one particular situations. Console, are you suggesting? Yes, it isn't possible if the man was already dead. Already dead? Eine andere mögliche nennenswerte Erklärung gibt es ja da meiner Meinung nach. Habe ich auch schon eine Weile im Ende des letzten Partes erzählt in der Hinsicht, dass das mein schwächste vermutet, dass das in der Hinsicht der Fall ist. Dementsprechend ist das halt nur mal so der Fall. Knowing what we know, it's the only possible explanations. Wer immer noch sagt, dass Englisch eine leichte Sprache ist, für mich ist das persönlich ist das immer noch eine Katastrophe in der Hinsicht. When the beefsteak was brought to Dr. Wilson's table that day, the professor was already dead. That's witness. Order, please. Counsel explains this absurd notions nonsense, dieser Unsinn. The victims was killed by a gunshot. That's all right. That's absolutely right, Your Excellency. This is just another ridiculous ploy by the rookie student, but clearly he has no grasp of the facts. No, Professor Act. Oh, gee, it's you wolves has no grasp on the fact. I beg your pardon. As soon as it became apparent that the victim had suffered that burn while at the restaurant, this whole case was turned upside down. Or have you not grasped such yet? Oh, ich habe ja wirklich bisher noch keinen nennenswerten Fehler, doch obwohl ich nennenswert eigentlich damit gerechnet hätte, dass ich weitaus mehr Fehler mache in der Hinsicht, muss ich gestehen. Your Excellency, the court must hear from this witness again. If it's true, as we know, believes that the victim was already dead before the gunshot was heard. It's highly likely that Miss Pratt knows something about it. Incredible. I currently didn't anticipate the twist of events. I'm sorry to say, Miss Pratt, that you will have to forget your luncheon engagement. But Your Excellency... Okay, if the justice system in our country may be in its infancy, but rest assured all reasonable doubt must be dispelled before I am
prepared to pass judgment. Thank you, Excellency. Das gefällt ihr auch wieder nicht. Das gefällt ihr nicht so wirklich in der Hinsicht. Aber sie lächelt natürlich. What was the smile? Yes, of course. I mean, I'd be delighted to help. Especially if it helps relations between my country and yours. Miss Pratt, you speak Japanese? Well, of course I do. I'm studying in your country after all. But that why have you been speaking truth on the pretend until now? My mother too. The Queen's English is the most refined and elegant language in the world. Muss ich das jetzt verstehen? Wahrscheinlich nicht so wirklich in der Hinsicht. As a gentleman, I tried to avoid speaking in your vulgar tones as much as possible. Also für den einfachen Mann ist diese Sprache also quasi für den einfachen Mann ist das quasi die Sprache hier oder wie was? But it seems the man in this land possesses none of the chivalrous. Warum interpretiere ich das gerade als schiefen Russen? Wer ist zur Hölle Hirn? Virtuous of English gentleman. So I can see that I shall have to lower myself to communicating with you all on your own level. Also CBS hat quasi auf dem Level kommunizieren, welches hier gesprochen wird in der Hinsicht. Well, you are the epitome of a true English gentleman. Also sie ist eine sehr elegante englische Dame. We are truly honored by this lavish considerations you so graciously offered us. Yes, es ist ein Allerschleier, der Staatsanwalt. Oh, I see. In that case, Miss Brett, I will now ask you to testify your own words in Ihren eigenen Wörtern. But the events leading up to the death of the victim, Dr. Wilson. So we are finally going to hear her own words on the matter. Und wenn wir ihre eigenen Wörter haben. Things are getting interesting. Witness Testimonies. Das wird jetzt auch eine Katastrophe allein von mir vorlesen. Junge. Aber ich hoffe mal, ihr enjoyt das in der Hinsicht. Unfortunately, I have no idea when the poor man burned his rice like that. When the waiter brought my steak, the professor and I raised our glasses on our toast. As I've heard, the postmortem report showed though another possible cause of death besides the gunshot. If there's some other way a man's life can be taken without leaving a trace, please do show me. But of course this country's inferior
investigative techniques or probably won't pick up on it anyway. Ich habe total viel verstanden und zwar nichts. Davon habe ich definitiv viel Ahnung. That most captivating and beautiful testimony will go down in the Supreme Court's history. Thank you. Easy does. I hope that is the last time I will have to sully my lips with the cornerstones of your unbecoming tarnish. Oh, forgive. I do hope haven't insulted anyone. Not at all, not at all. It is a delight, verily, to hear you speak, dear lady, and it seems very clear from your testimony that is boorish talk of the victim's burn is utterly irrelevant. I will be speaking to your country's Minister of Justice about what has happened there today. The Minister of Justice might that irritating little bully of a student be given the harshest punishment possible. Amen. Nette Dame, by the way, so wie ich das gerade alles verstanden habe. Sehr nett. Thanks. Was wird der Present? Hat die gerade irgendwas gepredigt? Ich habe das ernsthaft wirklich nicht verstanden, ich muss mal sagen. Well, you'll have to forgive the irritations, Miss Brett, and put up with a cross-examination now. Ja, stimmt, das gute alte Kreuzfeuer steht ja auch noch bevor in der Hinsicht. Ich hoffe mal, sie entscheidet das wirklich in der Hinsicht. I accept that you have noted that this little bully of a student, as you put it, doesn't miss much. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, in der Hinsicht. Das stimmt nun mal wirklich, dass das wirklich jetzt noch bevorsteht in der Hinsicht. Ich hoffe, ihr gefällt das in der Hinsicht. I'm sure don't need to remind you, Consul, that this will be your final cross-examination in this trial. If you fail to demonstrate any problems with this witness's testimony, I will be ruling on the case immediately. This clearly? Das ist für mich Englisch. Entschuldigt. Für diesen lauten Räuspern, diese Totenstille in der Hinsicht. Ja, okay, mache ich auch immer. Nicht? Bei jedem Part mache ich das wirklich. Lasst euch da nicht einreden. Yes, Your Excellency. Then you may process with the cross-examinations. Oh Gott, jetzt müssen wir, The victims does, oh Mann. Yes! Schauen wir doch mal, was hier so gibt in der Hinsicht. Ach, ich mag... Was scheint dann wirklich die Finalmusik hier zu sein in der Hinsicht bei dieser Reihe. But this hand was on the searing hot blade. For at least 3 whole seconds you can't not have noticed. Do you think so? Let me ask you something. Sorry, Entschuldigung. Ever since I arrived at this current room, and even still now, I fly on those Warum ist der schon wieder so erstaunt darüber? Ich habe das noch nicht mehr zu Ende gelesen, aber okay. Unsightly black throat of yours has been wide open.
You can't not have a notice, can you? Oh, well. How about an answer? Oh, what fun! You hadn't realized it. The dear lady is absolutely right. As your friend, have you embraced me as well as yourself, young Oscar? Why didn't you tell me? Dr. Wilson was a true English gentleman. He chose honorable silence over a vulgar scream. Also er würde nicht so einen vulgären Schrei loslassen in der Hinsicht. Aber das ist ernsthaft irgendwie richtig verstanden gerade. Schreibt's mir in die Kommentare. Can you tiny brains imagine such a thing? Oh yes, I think my tiny brain can. Du weißt schon, dass sie dich gerade gemobbt hat, mein Lieber. Well, I can't. Anyway. Das war jetzt 5 Aussagen von ihr, wo ich ernsthaft nicht gerade dass sie haben sich zugeprunkt in der Sicht. As you testified before you were drinking carbonate water, is it right? Dr. Wilson was only permitted to drink water at that time, if you remember, which explains why he ordered that drink, correct, waiter? Exactly as you say, sir. I've heard whether or not the professor actually drank any of the waiter when delivered the steak to the table. I'm afraid I don't remember that. Oh, damn you. I have enough English to understand that at least for the benefit of other in the crowd, I mean, bless you. I think it means the exactly opposite. Anyway. Oh Mann, in der Hinsicht. The postmodern robot showed no other possible causes just besides the gunshot, ja. Plus wenn man da hatte man, ich glaube nicht, dass man damals schon die Möglichkeit gehabt hat, Gift nachzuweisen, oder? Ich sag mal, ich weiß es jetzt wirklich nicht genau, 100% in der Hinsicht, muss man sagen. Yes, it's right here in the paperwork, but I am right from basilisk trauma. Yes. Luckily for all of us, a little burn on the wrist isn't going to kill us, and as there were no other things of trauma on the victim's body to indict someone other cause of death, it can only have been the bullet from your gun that but and an end to this innocent man's life. But it doesn't make sense. The burn must haven't happened straight away when the blade was first brought to the table by the waiter. Yes, that's true. If it had cooled even slightly, would have been able to make a burn like that. And if the victim's burn is worse on the hot plate as soon as was brought on the kitchen, then he must already have been dead at the point. And yet the fact is that victim was killed by a gunshot to the chest until you're able to show the correct evidence to disprove that this is a complete waste of time.
I concur, Prosecutor OG is right. Wenn sie gerade um den Punkt gestritten, dann sieht aber nicht eine andere Möglichkeit in der Hinsicht gegeben hat, dass es quasi der Todesursache in der Hinsicht. Oh Mann. Oh Mann, das ist aber jetzt auch wirklich schon sehr schwierig für mich herauszufinden, nachfolgend herauszulesen, in welchem Kontext das jetzt alles steht in der Hinsicht. Without leaving a trace, if some and is not or string, let or stable or transform right. However, a person's life is taken, stairs are always telltale traces on the body. Quite right, dear lady. Richtig, meine Liebe. And as your police force totally examinates the body of the deceased, that can be done that. Isn't that right? Ist das nicht richtig, Herr Inspektor von Hager in der Hinsicht? As I said, I always aim for fleshless investigations. There would be physical traces without those causes of death, that's true. But maybe there's someone other way of killing someone that doesn't leave a mark. If heavens forbid you don't want me young, you're going to have to tell everyone to exactly you think the professor did do suicide. Also, du gehst davon. Ich gehe den ganzen Kontext von diesem Satz sehr wenig wirklich ernsthaft zusammen, muss man wirklich sagen, in der Hinsicht. Also ihr geht davon aus, wie jeder, ich sage es jedem, in der Hinsicht, dass du denkst, der Professor irgendwie anders sein Leben verloren hat. Irgendwie so selten Dinge bringt das jetzt zur Übersetzung in der Hinsicht, muss ich sagen. Otherwise, I'm afraid your argument falls rather flat, doesn't it? Oh no, Paris, said Third, calling such a sweet young lady's innocence into question. On my honor, I Taketsuchi Oshi will cut down anyone who that does surprise me. Away killing someone that leaves no trace. We need someone devices to back up here. Yes, evidence Beweis. Also wir bräuchten dafür jetzt einen Beweis in der Hinsicht. Moment. Das müsste doch eigentlich der... Das hier ist halt der Beweis, aber... Also, das ist, bevor das jetzt hier mit der Aussage weitergeht in der Hinsicht, ich überlege ernsthaft wirklich, dass das Glas das Beweis dafür ist, dass da irgendwelche anderen Spuren sind, aber wie schon gesagt, ich weiß es halt nicht so 100% in der Hinsicht, inwiefern die jetzt damals da schon nachweisen konnten, wie halt der Todesursache mit dem Gift in der Hinsicht. Das ist jetzt halt eigentlich so das Problem in der Hinsicht, wo ich jetzt halt habe in der Hinsicht. Also dementsprechend, ich sag mal, wie das jetzt alles weitergeht, meine Lieben. Sehen wir am nächsten Part. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.